So, weiter geht's. Können wir mal gucken, was unsere Magier haben. Ah, die sind noch nicht Level 6, okay. Hulkenberg wahrscheinlich auch nicht. Nö. Dann, bin am Überlegen, ob ich mein Heiler lasse. Darby ist Stufe 20 und Heiler ist 15. Und er erlernt die nächste passive Fähigkeit erst auf 20. Ich könnte aber eventuell, ja, einen gebrauchen, der auch anderweitig Schaden macht. Aber ich lasse die Gruppe noch erstmal so. Bis jetzt sind wir noch klargekommen. Und wenn ich irgendwann wieder Probleme habe, dann wüsste ich was anderes. So, wir gucken, ob du noch Informationen hast. Nee, du hast nichts. Kann ich denn noch die Läden besuchen? Nee, ich kann nicht mehr raus. Ich kann jetzt eigentlich nur noch schlafen gehen. Zuerst kommen also die Gerüchte, dass es bei einem Sandblitz sicherer sei. Moment, ich hole mal mein Mikrofon näher ran. So. Und damit ist die Falle bereits gestellt. Aber wie dem auch sei, Highsmay ist in unserem Gewahrsam. Die anderen bewachen ihn, also sollten wir uns ausruhen, solange wir noch können. Ja, dann gehen wir erstmal pennen, gucken, was dann passiert. Good night. Dann gute Nacht. Schlaf schön, träum was Schönes, Gallica. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. I dreamed we were being chased around by a horde of giant sandworms. I barely got any rest at all. I hope Heismay behaved himself in the Gauntlet Runner. We should go check on him later. We also need to get some information out of Barden. But how do we even bring it up? Are you awake? Uh-oh. Barden just sent word. A few children disappeared in the night. Okay. Wait, but Heismay's in the Gauntlet Runner, right? If he's still bound there, that basically proves he's innocent. But if he's not, we need to get to the runner, quick. Oh. Ich glaube, das ist der eine Typ von der Wache. Irgendwie kam er mir komisch vor, als er uns den Hinweis gegeben hat. Where's Stroll? Speak, man. Are you alright? Where's Heismay? Ah, die hatten wohl eine kleine Party. Oh, he reeks of alcohol. Neurus, you old sot, don't tell me you drank yourself to sleep. Heismay was blathering on about some things I found rather unnerving. So I had a little sup of the spirits to calm the nerves. Wow, what a mess. You witless... Maybe some cold water will wake you up, and if that water's not fixed yet, you're really in it! Ah! Oh. Now, what's all the commotion? Ah, that was it. He kept scaring me, so I stuffed him into the lavatory to shut him up. Okay, so kann man es natürlich auch mal. That like it makes sense. Does it make sense to you? Fährt der auch so? Überhaupt nicht. Not in the slightest. Anyway, one thing's for sure. Heismay was tied up the whole time, so he never set foot outside, right? What's all this about frightening Neurus? I cannot imagine you suddenly felt compelled to share ghost stories. I heard some strange sounds last night. I could tell they were footsteps, but not any I recognized. If it had anything to do with the disappearance of the residents, it could prove my innocence. That's why I spoke up. I don't think he's lying. With all that fog, I couldn't find the source of the footsteps, but I found plenty of something else. Children's shoes. Oh, ist natürlich nicht gut. It was after midnight.
no time for children to be out and about. I had the shoes checked at the guard station, and it looks like they belong to the missing children. Then 'tis likely those footsteps belong to your true culprit. But the guard said no one left town last night. Nobody left? But that must mean the culprit is... Noch in der Stadt ist. Inside the town? Logically, yes. If that's the case, I'd like to talk to Barden, but how much of this should we share with him? If you ask me, it's time to lay out all you know. Taking me with you might help your case too. Let's not get ahead of ourselves. To bring you before the very man responsible for the bounty on your head. I trust I need not illustrate the risk. Risk or not, the real culprit's likely one of their own. If you hide me, they'll accuse you of harboring a known criminal. Das stimmt allerdings auch. You all had it right. It's time I faced reality. A life on the run leaves no room for me to truly mourn my son. Heisme. Whatever the case, let's meet with Barden. Well, I must say I couldn't hope you'd capture him so swiftly. Aha, ich wusste es. Mit Morris stimmt was nicht. Der hat auf jeden Fall was damit zu tun. Something wrong? You don't look well. Got a face like you've just stumbled upon a dead man. No, it's nothing. Just surprised you caught him. Aye, you have my thanks. Clearly we were right to trust you. You'll get your payment in full. Before that, I want to ask you one question. Why was Heisme the only suspect in this case? One of the guard witnessed him firsthand. Go on, Morris, tell him. Ah. On the night of the kidnappings, I spotted a Ujif bolting into the wilderness. Several times. No mistaking a squat figure like that. I'm telling you, what are the chances of there being 2 Ujif brigands in the area? What did you say? Strange. I don't recall the kidnappers' tribe being listed on the bounty poster. Even the captain seemed surprised, yet you alone knew this. Er hat sich wohl verhaspelt. He's obviously our culprit. Most strange. Heisme was already in our custody yesterday. In other words, the kidnappings of last night cannot be his doing. Is this true? Captain, I'm one of yours, aren't I? You're not gonna trust this little red-eyed bastard over me, are you? Doch. There's also the testimony from the guard at the gate. He reported no one coming or going from the city. You scabby bounty hunters think you can mock the guard corps like this? Just take your damn blood money and get the hell out of here! Fine, fine. Keep your hair on. We'll get to the bottom of this eventually. Is there a problem here? Barden, may I interrupt? No problem. Was that? Did you hear it, lad? Nein, ich habe nichts gehört. No, I didn't hear anything. Now I see your game. What? He's gone! Heisme! Find him! Secure the exits! Don't let him escape! No good. He's nowhere to be found. What's gotten into Heisme? Vielleicht hat die Kinder gehört, die entführt worden waren. Und wir können sowas ja nicht hören. Wir haben halt nicht so große Ohren. Impression he sensed something. If he'd meant to escape, he would have done it yesterday. Das stimmt. I think Barden's innocent in all this. The real scumbag here is Morris, his second in command. Ja, endlich kommen die denen auf die Schliche, weil ich glaube auch, dass Morris schuld an der ganzen Sache ist. He framed Heisme with a false eyewitness testimony. Must have figured an exiled Ujif would be a perfect scapegoat. So Morris, a would-be guard of the people, has been kidnapping the residents and selling them off. Could be. And there's also those footsteps that old Heisme heard in the night. Nurse is bound to have sobered up by now, right? Let's see how things are outside and get back to the runner. Are you coherent yet? I didn't take you as the sort to fall so hard into your cubs. Well,
An icy bath like that would freshen anyone up. And tell us again what happened last night. It may be our only clue to tracking down the real culprit. Ah, bloody hell. Yes, it's coming back a bit. It wasn't just Heismay's reports that shook me. No, I saw something. It was right after I slung Heismay into the bathroom. Out the window, I saw some massive shadow moving through the fog. It wasn't any beast or man of this world. It was a dark messenger, I tell you. A specter from the very bowels of hell. It was like the horrors of every fairy story from my schoolboy days sprung to Stygian life. Und war es vielleicht ein Mensch? I was shaken, chums. Shaken to my core. I cried out for help, grabbed for something to steady myself, and all I found was the bottle. Ja, natürlich. There, you're all right now. Even if there is some monster behind this, how would it connect with Morris? I don't see why he would be compelled to hide this to the extent of framing Heismay. True. Let's try investigating the lady's old castle. Heismay's bound to have a reason for bolting off like that. Es hat keinen Zweck. Heismay wurde angeblich noch nicht gefunden. Daher kann die Blockade des Tors nicht aufgehoben werden. Anscheinend suchen sie überall nach ihm. Was haben wir denn für einen Plan? Sollen wir uns einfach rausschleichen? Hallo, hier drüben. Hier bin ich. Das klingt nach Bardon. Es kommt von dort. Ruft er nach uns? Warum ist Heismay bei dir? Die Wache am Tor hat gesagt, dass er noch nicht gefunden wurde. Ich bin der Primus der Wache und der Wahrheit verpflichtet. Ich muss sie ermitteln und durchsetzen. Nur darum geht es. Der ganze Ärger hätte vermieden werden können, wenn sie mich einfach einen Kopf kürzer gemacht hätten. Sie sind schon seltsam. Warum sind sie so plötzlich geflohen? Ich habe ganz genau aufgepasst. Als Lady Joanna die Tür zum Zimmer öffnete, habe ich ein Kindergeschrei gehört. Ein Kinderschrei. Und Lady Joanna ist, nun, sie ist kinderlos. Was auch immer sie gehört haben, es kann nicht ihr Kind gewesen sein. Kein Kind könnte sich unbemerkt in ein schwer bewachtes Schloss schleichen. Der Entführer muss sich innerhalb dieser Mauern befinden. Ich wette, dieses Wiesel Morris hat was damit zu tun. Er hat uns angelogen und versucht, uns durch einen Menschen töten zu lassen. Das stimmt. Morris? Nein, das ist absurd. Ich kann nicht zulassen, dass noch mehr unschuldige Kinder entführt werden. Werden Sie mir helfen, das alles zu beenden? Ich habe sonst niemanden. Ja. Aber sicher, wenn wir Ihren Kopf nicht mehr für den Wettkampf benutzen können, brauchen wir ohnehin einen Ersatz. Wir sind dabei, oder, Darby? Aber sicher. Ach. I'm in your debt. And so? Es erschien uns, dass kein Entführer die Opfer unter unseren Augen ins Schloss bringen konnte. Nicht, wenn wir alle aufpassen. Aber es gab einen alten unterirdischen Tunnel, von dem nicht mal die Schlosswachen etwas wussten. Und Heismay ist derjenige, der ihn entdeckt hat. Ah. Dort unten ist viel Platz, um Geiseln zu verstecken. Morris könnte auch davon gewusst haben. Genau unter dem Haus der Lady. Ganz schön dreist. Okay, an die Arbeit. Ihr dürftet die Brunnensackgasse am Ende der Viehtriebgasse dorthin gelangen. Ich muss zurück auf meinen Posten, aber ich zähle auf euch. Ah, wir kriegen das schon hin. Kann ich denn vorhin noch mal in die Läden rein? Ich hoffe. Alle sind bereits zur Brunnensackgasse aufgebrochen. Wir müssen der Viehtriebgasse folgen, also sollten wir unsere Vorbereitung schnell abschließen. That waterway. Alright then. Jetzt erstmal gucken, kann ich dich anlabern? Hey. Ich war noch nie so nah an einer Kuh dran. Sie wird wohl auch nicht wütend auf mich werden, oder? Hast also eine Kuh? So. Ich möchte jetzt erstmal gerne die ganzen Shops abklappern. Let's go. Hey. What'll it be? Habe ich was begutachtet werden kann? Tatsächlich.
Eine Armbrust. Eine Stangenwaffe. Eine Sanktorkeule. Können wir auch direkt mal ausrüsten. What now? Sandsteinhandschuhe. Machen die noch irgendwas? Ah, das gibt Magie. Ah, das macht mehr Sinn für uns. Okay. Und so viel Geld habe ich nicht, dass ich mir großartig was kaufen kann. Dann speichern wir direkt noch einmal und dann gehen wir zu der Gasse. Es gibt kein erkennbares Motiv. Gehe ich überhaupt richtig? What now? All right then. Kann auch einfach hierhin reisen. What is it? Können wir hier eigentlich auch nochmal speichern? All right then. Let's go. Ach, scheiße. What were the gods doing? All right then. Let's go. Knöpfe. Irgendwann merke ich mir euch. What is it? Habe ich eigentlich einen neuen Zünder? Kann ja einfach mal gucken. Kann Hingabe. Aber das gibt mir Glück plus 3. Agilität, Ausdauer, Ohrringe der Hexe wären auch nicht schlecht. Ich rüste das nur mal kurz aus, um zu gucken, was Hingabe macht. Ah. Brauche ich nicht. Ich gebe ihm mal Ohrringe der Hexe. Let's go. Ich kann die entführten Kinder unter uns schreien hören. Wir müssen helfen. However, Einen unterirdischen Kanal hätte ich nie erwartet. Kein Wunder, dass die Entführer keinen Spuren hinterlassen haben. Die Kinder sind da unten, beeilen wir uns. Is this the place? Das ist also der Eingang zum unterirdischen Kanal. Wenn Morris hinter allem steckt, versteckt er sich wahrscheinlich irgendwo da drin. Gehen wir rein. Wenn wir ihn mit den Kindern erwischen, kann er sich nicht rausreden. So, speichern wir nochmal, jetzt wo ich die Sachen ausgerüstet habe. So, ich hoffe, mit einer Party komme ich erstmal zurecht. Ready? Gehen wir. Let's go. Hauptsache, es gibt keinen Timer mehr.
However, Keep your wits about you. Da ist jemand. Aha. Come on, get the bait moving already. If that thing goes out of control, we'll be dinner. Auf der Speisekarte werden Kinder verfüttert. Please. Help. The child yet lives. Oh, die Armen. Out of your jurisdiction now, aren't you? You're trespassers down here. And that means anything that happens to you is your own damn fault. if you've got something to say it to our faces. Even you must feel the weight of what you've done. Eyes up. Something stirs in the back. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe irgendwie im Gefühl, die verfüttern die Kinder an einem Menschen. Ah, sehen wir ja gleich. Okay, es sind nur diese komischen Hunde. Ah. Further back. 'Tis the footsteps in the night. The bigger that beast back there grew, the more its watchdogs started changing with it. One of them's gonna make a melee. What has been happening here? Why do you kidnap the residents? Why? Because premium bait's worth a fortune. I couldn't live on the wages of a guardsman forever. You kidnap children for money? You utter scum! This from a bloody-eyed Eugene. Look to your own sins, sir. You weren't just stripped of your knighthood. You were exiled. You're a coward who's been living in the hole you deserve. Didn't pretend you can play at justice now. You foil! No, 'tis true in part. Nein, ist es nicht. Nicht so wirklich. Finde ich. 'Tis why I stand here now. I ran from my past and turned away from my Aber seine pain. Persona erwacht jetzt. You prey on innocent lives. Your sin will be repaid. Yet I cannot condemn you alone. Not when I could not see past my own suffering. Not when I locked myself away to be alone with my pain. O lodestar, who falters in memory, O thou anguished traveler. Thy long stagnant stance hath finally been broken. Now choose thy path. Choose? My choice is already made. You can't erase your past. All you can do is take it in hand and reshape your future. Thank you. Thou hast chosen a noble parting. Henceforth, thy fears and insecurities are thy light. O lodestar, whose light reveals the king's own path, awaken. I am Haisme Noctul. I believe the arc of life depends not upon birth. By these hands soiled or sinless, I fight! Nice. Apologies, but I cannot do this alone. Go! Rip them apart! On guard! Haben wir jetzt auch endlich unser viertes Partymitglied. Sehr schön. What's going on?
He just started fighting with us. And even he awakened to his power. Perchance 'tis through your influence that this power passed to him, Captain? Ah, das könnte wohl sein, ne? Oh, is this what Moore was talking about? Young man, you seem the most adept with this magic. I will strike at your direction, if you might spare it. Rest assured, I once stood among the Shadow Guard, and the years have not dulled my edge. Mamudo. Du bist ein Dieb. Ach, cool. Steigt mit Agilität. Klauen wir doch einfach mal. Feuerhauer. It's okay. We can do this. Hm. Light. I can't. No holding back. Burn to ash. You hit your weak point. I Keep it step up, come. Troll. Oh, mystic fire! Falkenberg got them right You in think their yourself weak spot. equal to a Yuji's agility? Now accept your fate. Nothing personal. What a blunder. The power Schade. of healing. I won't hold back. Flare. I shall vanquish evil. The power of fire. Hit your weak point. I Keep shall it up, smash. Troll. Burn! Falkenberg got them right Let in us their clean weak up spot. this mess. I'll use what I must. I'll take this. Schade. Fight with pride. By this power. Ich versuche die halt erstmal noch zu beklauen. So ein bisschen. Now I call upon royal power within. Let justice prevail! Oh, mystic fire! Oh, power of kings. What a blunder. Mist. So It's much okay. for that. We can do this. Still here? Child's Nice play. dodge, Hulkenberg. Like poetry in motion. Go for it. I'll stay my blade. Let us clean. Now accept your fate. Nothing personal. Teamwork. So much Let's stay for calm. that. Noch einmal versuche ich bei denen. Der kann ja draufhauen. I shall fight. Take this. Only a flesh wound. Be neither. I'll take this. Sorry. Ha, geht doch. Why, hello there. The treasure. power of healing. A tough one. Now, what they should do? They die hard. It burns! Hulkenberg's been burned. If she gets hit, she's in big trouble. Ja, ja. Still Halb so wild You jetzt. think yourself equal to a. Nothing personal. I'll be taking Geht that. doch. Why, hello there, I treasure. will fight. I won't hold back. Flare. No holding back. Und nochmal 2 Feuerhauer. Cool. That'll do. A new power to wield. Ah, und endlich Donner. A new power. Aber so lange, also wenn ich jetzt eh den 4. habe, behalte ich die 2 Magier noch. Stop! Damn! The bastard got away. But the children are safe. Ja, zumindest die. Noch lange nicht alle. You saved them, Heismay. You know that I used to have a child of my own. My son. He was killed. Oh. I could not even protect my own flesh and blood. Who could call me a knight? Since then, I've wondered what I had left to live for, and found few answers. Is that why you lived in such a dangerous place? That you might be... We need to chase down Morris first. He said something kind of weird back there, didn't he? Regarding the watchdogs, he said they gradually turned more horrific
the more the monster grew. Do you think that's the effect of the melancholia? I expect anything further in will be even more malformed then. But why root all this in the basement of the lady's own domain? Clearly, someone is invested in Morris's efforts. Boah, ja, vielleicht Who would finance this? die Lady Joanne selber. I can't say for certain. Still, from the very beginning, this has felt beyond the realm of any sane, moral person. Ah, das geht mir genauso. And to think this started as a simple bounty contract. We've set foot in something far bigger, I think. Let's get these poor youngsters back to Barden for now. Ha, bin am Rang aufgestiegen. Nachdem ich die Kinder gerettet habe, wird die Unterstützung der Dorfbewohner wohl wachsen. You saved the wee ones' lives. We can't thank you enough. Wir sind dir ebenfalls dankbar. It was thanks to your help too. I know this is difficult to hear, but Morris had a hand in this the whole time. He confessed as much to us. Aye. I found out the man's been struggling to pay off all manner of gambling debts. I'll round up the guard and search the whole bloody castle for him. I'm sorry, but I'm afraid you'd be outmatched. However, it would be a great help to us if your guards could prevent anyone from leaving the grounds. Considering everything, I can't help but think the Lady Joanna's got to be in on this somehow. Ja, geht mir genauso, Stroll. But the woman is a respected sanctoress. Besides which, she's the one who funded the initial request. Ja, damals ging man ja davon auch noch aus, dass Heismay das war. I'll tell you this. Hard as we've looked, we can't find a sniff of Lady Joanna herself. Ah, so ein Zufall. We're here for our own reasons. Whoever we find down there, we're not going to stay our blades. Any objections? None for me. Do as you will, and I'll trust in Lady Joanna's innocence. Um den Flug des Prinzen zu brechen, muss ich während des Turniers Eindruck hinterlassen und etwas erreichen, das Louis Aufmerksamkeit erregt. Außerdem scheint dieser Fall für alle außer uns zu schwierig zu sein. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Leute dieser Stadt. I too have a score that needs settling. I cannot let these atrocities continue, especially not in my name. I believe in you. Yes. Endlich den vierten Kamerad. Heismay, der unter seiner Vergangenheit leidet, leidende traditionelle Krieger, ist jetzt sein Verbündeter. Considering we're due in Oceania in a matter of days, we've little time to tarry here. Our foes may be strong, but they're also trapped like rats in the basement. We'll use the old well to get in and out. Ich ließ Heismay sich im Läufer beruhigen, wie er es gewünscht hat, und entschied, mit den anderen in die Taverne zurückzukehren. Ja, Heismay bleibt auf jeden Fall erstmal Dieb. Gotta keep at it. Erstmal knacken gehen, okay. Joannas Abwesenheit beunruhigt mich. Wenn wirklich ein Monster in der Nähe ist, dürfen wir keine Zeit verlieren. Obwohl sich noch immer herausstellen muss, ob sie wusste, dass die Wachbrigade involviert war. Morris, dieser Bastard. Uns zu hintergehen ist das eine, aber Kinder zu entführen. Wir bekommen es hier sicher mit etwas Großem zu tun. Nachts sind wir im Nachteil. Wir sollten daher morgen weiter in den Keller vom Schloss Krigante vordringen. Alright. Where to? Okay, da kann ich gar nicht hin. Ich wollte aber mal gucken, ob es geht. Ah, wir schlafen jetzt erstmal. Good night. Gucken, ob wir wieder bei Moore landen, jetzt wo wir ein neues Archetyp haben. Es fällt mir schwer zu schlafen, vielleicht weil so viel passiert ist. Vielleicht gehe ich zum Fairnessläufer und lese etwas in der Abendbrise. Can't sleep, lad? As it happens, I'm a bit restless myself. That a novel there? Don't see many carrying those around. Bit of an odd question, but what's your real aim as a group?
Puh. Wir sind eine wild zusammengewürfelte Truppe. We're just a group of like-minded stragglers. That's plain from the look of you. In any case, suppose it's not my place to ask. Don't worry, lad. Just water. Aber warum? Lass uns doch Sake trinken oder so. There was nobody like you lot. Just you, Jeeves. We've never been accepted by other tribes, and 'tis no mystery why. We're nocturnal, we look worlds apart, and there's so few of us. Not enough for any political sway. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Hasenvieh, aber ich glaube eher, wie man in einer Sequenz gesehen hat, ist das so ein Fledermaus-Ding. Our elders only ever thought of short-term alliances. Loyalties changeable as the wind. We relied on their power, not ours, and resigned ourselves to that. Oh, I loathed it. Even as a child. I hadn't been cowed into considering myself lesser. I honed my skills, that the city's majority might accept me. And I'll not say it was fruitless. I was accepted into the knighthood of the royal capital. I felt like my fellows and strangers alike accepted me as an equal. They never really wanted me among the true knights. Just in the Shadow Guard, where my deeds were dirtier and kept secret. Ultimately, once my superiors realized I wouldn't abide their self-serving orders, they stripped me of the title I'd fought for. And little by little, I lost everything else. My son died. I'd failed to protect him. And despite everything I felt, I'd resigned myself to being powerless. But you know, you lot have helped me realize something. I'd thought for a long time that if I wanted to feel accepted, instead of being the eternal outsider, I'd need power, status, some mighty patron nobody could defy. I wasn't really looking to swear myself to some superior. I only wanted not to be alienated for who and what I am. I just needed allies. Friends. Ab jetzt sind wir Freunde. And from now on, we're friends. A free spirit, are you? It'll be my pleasure then. The aloof hermit, Heismay. Within him dwells the virtue of the thief. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Perhaps our fates are bound somehow. Ja, geile Sache. So langsam wird das Brett voll. Oder füllt sich. If my boy was still alive, he'd be about your age. Though he'd look absolutely nothing like you, of course. Long as we're both awake, might I have a look at that old novel of yours? So, this is a fantasy novel. This section seems to describe the utopia's approach to discrimination. In this world, discrimination and inequality are forbidden by law. It is a sin to impose injustice due to one's appearance, lineage, or birth. This is the accord established between the people and the state. Well, well. What a world that would be. I don't imagine our land will get there for another century or 5. Still,
I cannot help but wonder whether those ideals would please an entire population. You cannot pretend at diversity without acknowledging individual differences. Some will be judged as strong, while others marked as weak. Equal competition doesn't mean equal footing. Their very aims of freedom and balance could spell doom for the striving weak. I wonder how we might ever achieve a true utopia, where everyone could be happy. If this awakened power is meant to be wielded in service of my beliefs, then, no matter who calls it naive or foolish, I will always use it to save the weak. Sehr nobel von Ihnen auf jeden Fall. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ausgezeichnet, wir sind vollzählig. Heute erkunden wir die Tiefen unter der Burg. Seid vorsichtig, denn wir haben sowohl mit Morris als auch mit Monstern zu kämpfen. Wenn du glaubst, dass wir damit noch nicht zurechtkommen, können wir uns zunächst woanders verbessern. Wir haben prinzipiell noch Zeit, um uns vorzubereiten, okay? Tatsächlich habe ich diese neuen Kräfte gerade erst kennengelernt. Unabhängig davon überlasse ich dir die Entscheidung, Primus. Kriegen wir denn jetzt ein Zeitlimit? Dann würde ich mich gerne um die Nebenmission ein bisschen kümmern. 16.07. Okay. 12 Tage noch. Das ist auf jeden Fall genug Zeit, noch einiges abzuklappern. Eine Mission mit Frist hat begonnen. Triff dich in der Brunnensackgasse mit deinen Freunden, um euch in den Untergrund von Schloss Kriegante zu begeben. Über die Erkundung des Schlosses hinaus kannst du auch die Gruppe stärken, indem du während des Missionszeitraums Aufträge annimmst oder deine Beziehung zu deinen Anhängern stärkst. Nimm das Schloss ein und schnapp dir den wahren Schuldigen, der hinter den Entführungen steckt, bevor die Frist verstreicht. The search begins. Really? So, du willst immer noch nicht, weil mir noch Dingens fehlt, ne? No. And what of it? Gucken wir mal, was so die anderen gemacht haben. Kathedrale auch echt? Und die verschlingene Grotte. Alright then. Ich gucke mir erstmal hier, ob wir irgendwas Interessantes finden. Where to? Ich gehe jetzt erstmal zum Hoppla, zum Fairnessläufer. Alright then. Let's go. Und dann checken wir mal die Karte ab, wo wir als nächstes hin können. Well, what do you want to do? Wir können uns ja mal um die Eier kümmern. Wir können mal nach Comero gehen. Now then. Nice. That's where you want to go. That's interesting. It's your call. Ja, gehen wir mal. Right. Let's move out. The gauntlet runner heads off toward a small farming village, and each shuddering step reminds them of their journey's purpose. What to pick? Alright then. Wir können ja so lange ein Buch lesen. Vielleicht schaffen wir das Buch ja fertig.
What's that? Selbst wenn man einen guten Gebrauch von den bislang erläuterten Techniken macht, werden manche nicht nachgeben. Bei solchen Typen kommt man mit schönen Worten und kalkulierten Vorschlägen nicht weiter, weil sie sich statt von Logik von Emotionen leiten lassen. Bei ihnen ist die effektivste Vorgehensweise, na, was glaubst du? Sie anzuschreien? Nein. Sie anzuschreien, warum nicht? Hey. Denkst du nicht, dass du damit noch stärker zurückgewiesen wirst? Aber das ist wohl auch eine Art zu verhandeln. Alright. Alright. Sehr schön, Buch fertig. Und, oh, ganz knapp, fast Stufe 2. The party at last arrives in the village of Comero, a small farming settlement southeast of Martira. Blessed by the mild climate, its ranches produce fine fare, and to take in its idyllic landscapes is to be at peace, as time itself seems to stop. It gained a reputation for its rare and wondrous goods, brought there by merchants in their longing to return. As though welcomed by the grazing animals, the gauntlet runner stops gently. Say. Sind wir hier richtig? Trostloser als ich dachte. Derart Dorf, das ich ganz sicher nur in absoluten Notlagen besuchen würde. Weiß auch nicht, das ist schön. Oh, ich bitte dich, die Luft ist sauber und keinerlei Anzeichen von Menschenangriffen. Wirklich, was will man mehr? Der Anblick von all den Grün erfüllt mich mit solch einem Frieden. Der Gedanke an das Kämpfen ist unendlich weit weg. Stroll, bitte. Hey, wisst ihr was? Ich habe den Dorfladen gefunden. Möchtest du übrigens nach dem alten Erfinder fragen? Du weißt schon, nach dem mit dem Relikt, das Neuras suchte. Warum ist Neuras dann nicht aus dem Läufer gekommen? Ist dies keine glückliche Wiedervereinigung? Keine Ahnung. Allerdings hörte ich ihn, glaube ich, so etwas zu murmeln wie, der alte Bock ist wahrscheinlich tot oder so. Entschuldigung, gibt es in diesem Dorf zufällig einen alten Erfinder? Ein Erfinder? Moment, meinen Sie den alten Ischkia mit dem schlimmen Bein? Potzblitz, ich hätte nie gedacht, dass jemand nach ihm fragen würde. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber er ist vor kurzem verstorben. Recht plötzlich sogar, aber Sie kannten ihn? Wenn dem so ist, das ist für Sie. Ein Glasornament. Vielleicht ist das ja der Gegenstand. Was ist es? Ein Zünder? So eine Form habe ich noch nie gesehen. Da bin ich überfragt. Ich habe keine Ahnung, was Erfinder sich so denken. Er hat mir nur aufgetragen, das hier demjenigen zu geben, der nach ihm fragt. Früher soll er in der königlichen Hauptstadt berühmt gewesen sein. Aber er hat diesen Ort und seine Himmelsbestattungen liebgewonnen. Oh, nehmen Sie noch das hier. Ein Erfindertagebuch, cool. Was in aller Welt ist das? Ich verstehe kein einziges Wort. Was hat es nur mit solch einer Sprache auf sich? Keine Ahnung, vielleicht weiß Neuras ja mehr? Wie dem auch sei, wir werden ihm sagen, was wir jetzt wissen. Ach so, dann kann man da gar nicht richtig rumlaufen, dann ist das nur so ein Sequenzdorfgedöns. Neuras verstummte und betrachtete still, was ich aus dem Dorf für ihn mitgebracht hatte. Er hat sich jetzt schon I knew it! This thing's the genuine article, a real bona fide lost relic in my hands. Some sort of power affecting the air around it, trace amounts only, something, a reaction, a reaction entirely unlike Magla, by God. Absolutely smashing! Beyond my wildest hopes. No bloody idea how to use the thing, but if I can just adapt this conduit here... Can't forget a masterpiece like this! I say, lad, did you find this for my sake? Wir wollten helfen. We wanted to help you out, nurse. Why, I'm very well touched. It positively jokes a man up. You may be just a lad, but you have the heart of a saint.
And that old fella. Seems silly to ask, but he's long gone, isn't he? Leider ja. Yes. I'm sorry. Thought so. You can fight the years, but you can't beat them. He made good on his promise, though, eh? It's in my hands now, old man. What's that? Something from the village. It's written with some letters we can't understand. Ah, a cipher. Mirror letters. See here? It's a script I use myself when I don't want any snoop stealing my inventions. Now I think of it, he's the one who taught me even that trick. Thanks, old man. I owe you a great deal. Thank you. 5 Heldenweihrauch, sehr cool. So what is it? Blueprints for a big secret invention? No. This is research on the lost relics. Looks like the old fellow was hunting for others. Different cipher here. He tried to guess at locations too. Looks like his chase ended when he lacked the means to follow his findings. Say, I've a grander favor to ask. Could you check around for more of these lost relics? Hab ich mir schon fast gedacht. Aber ja, machen wir. Looks like the old man worked out a few other locations. There's 7 more relics noted down in this journal. I've got to see them all with my own eyes. A quick stopover or 2 in our travels should be all it takes, so please? Überlass das mir. Right. Leave it to me. Appreciated. We're in this journey together, what? The free-hearted engineer. Ah. Within him dwells the virtue of the gunner. Pistolero, sehr cool. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. I'm ready to kick my feet up, lad. Sehr cool. Jo, der hat so eine Bazooka. Oh, das ist schon cool. You said it'd only take a few stopovers. But Well, they're scattered all about, Michael. If we could crack the cipher, that'd narrow down our search range a tad. I'll leave this journal here. If I can crack any of the codes, I'll make a special note of it. So you just take a look when you feel like a spot of treasure hunting. This one's important. Ich muss Neuras Relikte finden. Ich weiß nicht, wo ich suchen muss, aber in Neuras Notizbuch, das an der Säule im Maschinenraum hängt, könnte ich Hinweise finden. hey, I was thinking this back at the village, but I think I might be able to detect this relic with my powers. Oh, das ist gut. I'll know if I'm close to it. When you want to hunt for relics, can you let me know? Es scheint, als ob Gallica ahnt, wo die Relikte sind. Ich sollte die Gegend absuchen, wenn sie erwähnt. Am Eingang eines Dungeons wird der Gallica manchmal berichten, dass sie ein Relikt spürt. Halte die Augen danach offen, wenn du einen Dungeon erkundest. Thanks, you two. I'm rather looking forward to digging deeper into this. Dieses Dorf ist ruhig und friedlich wie eh und je. Das macht seinen Charme aus, nicht wahr? In der Tat, nutzen wir die Zeit, uns zu entspannen und unsere Schwingen ein wenig auszubreiten, was? Okay then. Sehen wir im Laden vorbei. That reminds me. Genau, du sollst doch übrigens was kaufen. Brieftaumeier. Oh, und Maglerpillen kann man hier kaufen. Paar, das ist gut. Aber wo sind denn...
Hier. Ich glaube, ich habe ja noch Ring mit Ausdauer. Das könnte ich dann Heimers geben. Ah, wir kaufen auf jeden Fall alle Maglerpillen. Benutze es im Bad, um die Agilität zu erhöhen. Setzen wir die Reise fort. Kann ich denn so lange wieder zurück zur Stadt? Which one? Giving it some thought? Ah, gut, wir müssen... Ja, kehren wir zur Basis zurück. Want to go back? Selbst an Tagen, an denen du von deiner Reise zurückkommst, kannst du nachts Aktivitäten nachgehen, solange du an diesem Tag kein Dungeon warst. Brigitta möchte auch mit mir sprechen. Noch nicht. Wir schauen später mal nach. Nachts ist es immer etwas unheimlich, oder? Wenn du die Angebote nutzen willst, sollst du auch schnell erledigen. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann frag ruhig. Wir können gemeinsam nachdenken. Gut, ich möchte gerne die Eier abgeben. Hier. Sind das die Brieftaubeneier? Die sind für sie. Himmel sei Dank. Ich stecke sie sofort im Brutkasten. Adelig, irgendwas. Nun, fürs Erste sollten diese Eier uns durchaus reichen. Ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Perfekt. Unbesiegbarkeitsnudeln und Kohle, das ist schon mal sehr gut. Amazing. Ah, brilliant. Bye then. Why, you? Gut. Dann können wir gucken, wer jetzt mit uns reden will. Hey. Wer denn? Nur Brigitta? Ja, dann gehen wir doch direkt zu Brigitta, oder? Now what am I to do? Hatten sie Grand Trade nicht verlassen? Na egal, ich will ihnen ihre Geheimnisse gar nicht entlocken. Wie es scheint, haben sie niemandem davon erzählt. Nun gut, dann arbeiten wir jetzt zusammen. Also sollen wir über den Auftrag sprechen? Ich bin interessiert. In Ordnung, kommen Sie rein. Was ist das denn für ein Vieh? Ich möchte, dass Sie sich um den hier kümmern. Das haben wir bestimmt gehört, diesen Hund. Füttern Sie ihn, spielen Sie mit ihm und kümmern Sie sich um ihn, bis ich zurück bin. Allerdings müssen Sie eine Regel befolgen. Die Leute dürfen nicht herausfinden, dass er ein Hund ist, unter keinen Umständen. Das ist alles? What? Yes. Ja, aber Sie müssen wirklich aufpassen. Ich meine es ernst, unter keinen Umständen. Sie kennen sicher diese törichte Anti-Zünder-Gruppe, die glaubt, die Zünder würden die Welt zerstören. Und es gibt in der Welt auch noch jede Menge andere Leute, die nicht damit zufrieden wären, mich einfach zu töten. So ein süßes Hündchen. So ein Tier wäre mein Schwachpunkt, deswegen muss ich den Welpen verstecken. Ich vertraue ihnen diese Sache an. Wieso ich? Why? You. Weil sonst niemand so wenig mit meinem Geschäft zu tun hat. Und denken Sie nicht einmal daran, mich zu betrügen. Sie werden am eigenen Leibe erfahren, was passiert, wenn man mich zum Feind macht. Das habe ich auch gar nicht vor. That's right. Sein Name ist... Ach egal, nennen Sie ihn, wie Sie wollen. Ich bin nicht sicher, wie es dazu gekommen ist, aber Brigitta hat mir ihren Hund anvertraut.
Oh. Er scheint sie seltsam gern zu haben. I see now. Allem Anschein nach besitzen sie wirklich mysteriöse Kräfte, wie zum Beispiel Magie ohne Zünder zu wirken. Haben sie nachgeforscht? Utterly naive. Es ist eine Angewohnheit von mir, mich über alles zu informieren, was mit Zündern zu tun hat. Und das ist noch nicht alles. Ich habe gehört, sie alle können sich für den Kampf verwandeln. Speaking of. Vor langer Zeit existierte einmal eine ultimative Magie. Man sagt, der Heldenkönig aus den Legenden im ganzen Land war einst dieser Kraft mächtig. Ich denke aber nicht, dass sie der nächste Heldenkönig sein werden. Warum das denn nicht? Natürlich. You. Denn wenn ich ehrlich bin, sie stören meine Geschäfte, aber genau deswegen will ich ihnen behilflich sein. Ich verkaufe Zünder nur, weil sie viel Geld einbringen. Aber ich hasse diese Dinger von ganzem Herzen. Doch wird diese Welt von Zündern beherrscht. Solange man das Geld dafür hat, kommt man leicht an große Macht. Das ist äußerst verlockend. Die Starken profitieren sehr davon, die Schwachen auszunehmen. Dadurch werden sie noch stärker, während ihre Opfer immer schwächer werden. As it is. Als jemand, der Einfluss in diesem Machtgebilde hat, will ich ihnen helfen. Sie können diese widerliche Welt in Frage stellen. Klingt doch noch ein wenig Belustigung, oder? Ich kann Brigittas leise Erwartungen und ihr Vertrauen in mich spüren. Yet still they oppose me. Nice. Farewell. Schon? Ich will noch gar nicht gehen. Sie haben ihre Arbeit gut gemacht, indem sie dafür gesorgt haben, dass der Hund sie mag. Mir ist das nie gelungen. See you. Kommen Sie wieder. Wir erwarten Sie. Also, ich meinte, der Hund wird das tun. Ach ja. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Schauen wir jetzt mal gleich, was wir als nächstes machen. Worauf ich denn als nächstes Bock habe. Tis nearly time. Wir müssen der weit auf den Grund gehen. Wir dürfen nicht ohne Kopf bei der Zuschaustellung aufkreuzen. Und wir dürfen auch Morris nicht vergessen. Wir müssen herausfinden, warum er Monster unter dem Schloss hält. Er hat behauptet, von Gier getrieben worden zu sein. Aber diese Entschuldigung klingt in meinen Ohren hohl. Es gibt zweifellos größere Motive hinter diesen Entführungen. Tja, wir haben noch 11 Tage, bevor wir Matera verlassen. Bis dahin müssen wir dafür sorgen, dass Morris für seine Taten bezahlt. Machen wir doch glatt. We should hurry. Check this out. Und ein neues Kopfgeld. Ja gut, dann holen wir uns das noch ab. Und, Mister. und sie kann ich auch wieder besuchen, meine Güte. Jetzt geht's aber los. Wo war denn der Kopfgeldtypi hier? Take a look. Alpha Felswurm Valmo. What do you think of this? I see. Hey, Südöstlich von Matira. Verschlingende Grotte, okay? Good hunting to you. Let's do it. Gott sei Dank haben die alle keine Fristen. We'll face danger here. Ja, wir facen Danger. hey. Nee, ich wollte direkt einmal ins Gasthaus zurück Informationen holen. What you wanna know? Da wir uns mal alle Extremwetter. You. Ja, bei schlechtem Wetter werden Monster stärker, das wissen wir. Got a right gem for you. Wahrsager labern, okay. Oh. That means Krigantes Geheimnis. Here's the real skinny. Vom Monster unterm Schloss, ja. Riesenechsen und Wildhunden. Schlafen. Okay.
Und Geziefer in der Grotte. Oh, I bear good tidings. Alpha-Felsung, genau. Alle gleichzeitig besiegen. Und Frostanfall, okay. Und man kann die lähmen. Gut. Hey, Aufträge. really? Ja, Pistolero könnte ich ausrüsten. Wie komme ich denn von hier in die Wüste? Aber sonst gibt es keine Fristen, ne? Das ist schon mal gut. Ja gut, das ist halt Quest. Ich speichere einmal. Und dann können wir mal... Achso, wir haben wir haben Nachmittag, genau. Dann können wir ja nach Grand Thread reisen. Und von da gucke ich mal, ob es sich einen anderen Ausgang gibt, den ich nehmen muss. Vielleicht finde ich ja die Wüste.